Moin Moin und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute möchte ich mich mit einem System beschäftigen, wo ich noch keine Erfahrung habe. eSeeker hat mir wieder eine Kamera zur Verfügung gestellt und zwar die IG300. Die arbeitet mit 4G, also dort kann man eine SIM-Karte einbauen und man kommt per Echtzeitübertragung mit, wenn sich was im Revier oder auf dem Privatraum bewegt. Um sie euch natürlich näher vorzustellen, werde ich sie mal ausbreiten mit dem ganzen Verpackungsinhalt auf meinem Schreibtisch und stelle sie euch kurz einmal vor. Und da habe ich schon mal alles ausgebreitet auf den Tisch, was mitgeliefert wird. Also ganz einfach einmal die Kamera selbst, Bedienungsanleitung, die SIM-Karte, weil ich sagte ja, sie funktioniert ja mit 4G LTE. Die entsprechende LTE-Antenne, ein Baumgurt und hier, das kennen die Apple-User. Damit kriegt man die SIM-Karte wieder raus. Komme ich nochmal schnell zu den technischen Daten der eSeeker IG300. Also sie kann 4G LTE, Videoaufnahmen bis zu 2K, 14 Megapixel Fotos. Bei ihr sind verbaut 940 Nanometer LEDs, also es sind No-Glos, die LEDs sollten nicht zu sehen sein. Ein Weitwinkel von 120 Grad, eine Trigger-Time von 0,1 Sekunden und sie macht Echtzeitbenachrichtigung. Das ist natürlich sehr gut, wenn man das Revier oder sein Grundstück überwachen möchte, dann bekommt man immer gleich mit, wenn da was passiert. Da muss man sich mal anschauen, die Tarife, die es zu der SIM-Karte gibt. Also der Betreiber ist hier der EJ Club SIM-Card. Ich hoffe, das ist so richtig so. Und dort sind die Tarife, also man kann verschiedene Pakete kaufen. Und da sind zum Beispiel die ersten 7 Tage sind mit 100 Megabyte kostenlos. Das ist eine reine Testversion. Das werde ich machen, wenn ich sie jetzt gleich zu meinem Freund auf sein Grundstück verbringe. Und dann geht es los mit den Tarifen, also ab 300 MB für 30 Tage für 4,99 €. Dann 3 GB 12,90 €, 6 GB für 59,90 €, 30 GB für 99,90 €, für 12 GB auch komischerweise 12,99 €. Ach so, für 360 Tage. Die 30 GB sind für 180 Tage, genauso wie die 6 GB. Und für 360 Tage bekommt man auch einen 60 GB Tarif für 180 €. Man muss halt schauen, ob sich das für einen lohnt, solchen Tarif zu buchen. Für eine Grundstücksüberwachung, wenn man zum Beispiel ein entferntes Ferienobjekt oder einen Garten oder sonst was hat, ist natürlich so eine Überwachung ganz gut. Aber ich glaube, da gibt es auch andere Systeme. Ich weiß nur nicht, ob man auch andere Karten da einbauen kann, der diesen Tarif dann übernehmen kann. Kommen wir jetzt kurz zur Vorstellung der Kamera. Die Kamera hat natürlich einen klassischen Wildkameraaufbau. Hier oben die LEDs, die Linse selbst und die 3 Bewegungsmelder. Man kann natürlich auch wieder ein Schloss anbringen. Das Loch ist ziemlich groß, also da kann man auch große Schlösser dann rein verbringen. Unten bei der Kamera findet man natürlich wieder das Stativgewinde. Hier kommen die Batterien rein. Es können wieder bis zu 8 Batterien oder Akkus verbaut werden. Hier ist die externe Stromversorgung. Diesmal mit 12 Volt, nicht so wie bei anderen 6 Volt. An der Seite ist nicht so viel zu sehen, außer dieser Stopfen hier. Dort wird dann die LTE-Antenne angebaut. Hinten nochmal die technischen Abnahmen, dass sie dann natürlich auch in Europa verwendet werden kann. Die Baumdurchführung und hier kann man natürlich auch wieder ein Schloss anbringen, ein Kabelschloss. Im Inneren sieht sie etwas anders aus, also man sieht gleich, hier gibt es kein Monitor. Hier unten natürlich der Einschalter, also er steht jetzt auf Aus. Dann kann eingestellt werden auf Video oder Foto. Da muss ich gleich mal sehen, wie das funktioniert. Hier den Aufkleber habe ich dran gemacht, weil dort die Kennung per eines QR-Codes hinterlegt ist und die möchte ich euch nicht zeigen. Denn hier
die Netzanbindung, ob man eine Netzverbindung hat, dann die 4G-Anzeige und den Reset-Knopf. Das war es eigentlich schon dazu. Dann werde ich euch nochmal die App zeigen, weil die Kamera wird komplett per App gesteuert. Kommen wir zur App und hierbei handelt es sich um die Yukon-App, die natürlich für iOS und Android verfügbar ist. Als erstes sollte man ein Profil in der App anlegen. Das habe ich hier nicht gezeigt, weil dieses ist komplett selbsterklärend. Natürlich sollte man die Benachrichtigungen aktivieren, sonst gibt es keine Infos von Aufzeichnung oder Bewegung im Gelände. Danach kann natürlich es weitergehen mit der Einrichtung der Kamera. Dabei klickt man auf Smart-Gerät hinzufügen und wählt natürlich das 4G-Gerät. Dabei sollte natürlich die SIM-Karte eingelegt sein und die Antenne installiert. Danach die Kamera einschalten und da sollte ein blaues Licht leuchten. Wenn dies ist, kann man auf Weiter klicken. Jetzt möchte natürlich die App die Freigabe der Kamera des Handys. Das wird benötigt, um den QR-Code zu scannen. Das werde ich jetzt machen, um die Kamera mit der App zu verbinden. Die Anbindung hat geklappt und jetzt kann man in diesem Punkt einen Namen für die Kamera vergeben und zusätzlich noch was angezeigt wird, wenn man den Standort der Kamera teilt an andere Freunde oder Familienmitglieder. Das war es denn auch schon mit der Anbindung der Kamera in der App. Kommen wir jetzt noch zu den Einstellungen, die vorgenommen werden können. Kommen wir jetzt zur Übersicht und zur Menüführung. Hier auf dem Display sieht man gleich mal von oben einmal links die Standortanzeige, denn daneben das Plus. Dort kann man ein neues Gerät in die App einfügen. Dann haben wir da das Kamerasymbol mit dem Namen der Kamera. Dann geht es weiter mit dem Button für den Support. Dort bekommt man alle wichtigen Informationen. Das Glöckchen, dass man immer eine Benachrichtigung bekommt, wenn ein Video oder Foto gemacht wurde. Und die Konfiguration, natürlich der Bildschirm, den sieht man nur, wenn die Kamera im Zwei-Wege-Modus ist. Da kommen wir später dazu. Dann kann man ein weiteres Gerät hinzufügen. Unten hat man dann nochmal das Kamerasymbol, dass man in diesen Modus kommt. Der Cloud-Modus, nochmal ein Support-Button für die App und ein Konfigurationsschalter für die persönlichen Einstellungen. Wenn man aufs Kamerabild klickt, kommt man ins Menü der Kamera selbst und unten werden alle Aufnahmen geladen, die die Kamera schon getätigt hat. Hier kann man sehen halt den Status der Netzanbindung, den Batteriestand. Hier, ich habe die Kamera gerade am Netzteil, darum der Blitz zu sehen und in welchem Status die Kamera ist, ob auf Foto oder Video. Unter dem Kamerabild ist ein Lautsprechersymbol zu sehen. Da kann man den Ton ein- oder ausschalten. Das Kamerasymbol, dort kann man gleich ein Foto auslösen. Ein Mikrofon, weil im Zwei-Wege-Modus kann man eine Sprachnachricht rauslassen, um den vermeintlichen Störenfried zu vertreiben. Denn ein Kamerasymbol, dort kann man das Video starten. Und ein Symbol, wo man umschalten kann zwischen den Aufnahmen auf der SD-Karte und der Cloud. Bei der Kamera kann man nicht so viel einstellen wie den Namen nur oder ändern natürlich. Dann gibt es den Arbeitsmodus. Hier sind es nur der Zwei-Wege- oder Ein-Wege-Modus. Im Zwei-Wege-Modus ist leider nur die Konfiguration der Kamera möglich. Und hier kann man auch dann die Kamera wie eine Wechselsprechanlage nutzen. Aus dem Punkt Bildflip werde ich nicht so ganz schlau, weil ich habe da nichts rausgefunden, was man da machen kann. Meine Vermutung ist, man kann da das Bild horizontal oder vertikal spiegeln oder beides gleichzeitig. Ich glaube nicht, dass ein Bewegungssensor da drin ist, wo er automatisch erkennt, wenn die Kamera falsch hängt. In der Speicherverwaltung kann man festlegen, ob man die Videos und Fotos in der Cloud speichern möchte. Und hier ist auch der Punkt, wo man die SD-Karte formatieren kann.
Im Szenenmodus hat man zwei Möglichkeiten, also den Normalmodus, wo die Kamera automatisch auf Nacht oder Tag umschaltet, und den reinen Nachtmodus. Dort sieht man halt nur den Nachtfilter. Hier haben wir den Auslöseintervall der Kamera, also die Auslösezeit zwischen zwei Aufnahmen. Da gibt es hier nicht so viele Einstellmöglichkeiten, also von keine Verzögerung. Da weiß ich nicht, ob das funktioniert. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr da schon Erfahrung mit gemacht habt. Und bis zu 5 Minuten zwischen den Aufnahmen. Auch bei dieser Kamera kann man wieder einstellen die Empfindlichkeit der Bewegungsmelder, also hoch, mittel oder niedrig. Bei der Länge der Aufnahme hat man auch wieder nicht so viele Einstellmöglichkeiten, also hier sind 4 Stück vorgegeben, also das kleinste sind 5 Sekunden und das längste 30 Sekunden. Hier kann man auch wieder die Stromfrequenz einstellen. In Deutschland bzw. in Europa sind es 50 Hertz, in Amerika denn 60 Hertz. Damit minimiert man das Flackern von Beleuchtung. Bei diesem Punkt kann man die LEDs einstellen, ob sie sichtbar sind oder nicht. Damit sind die Arbeits-LEDs für die 4G Anzeige zum Beispiel gemeint. Ich habe sie ausgeschaltet und erhoffe mir dadurch etwas Stromersparnis, was aber wahrscheinlich nicht zu Gewicht kommt. Im nächsten Punkt kann man die Zeit zwischen Telefon und Gerät synchronisieren, dass sie die gleiche Zeiteinstellung haben. Da sollte man einstellen, wie lange es dauern soll zwischen der Zeit, wann wieder eine Verbindungsherstellung stattfinden soll. Damit hoffe ich, dass er nicht ständig nach einer Handyverbindung sucht und dadurch auch Strom gespart wird. Es kann natürlich auch sein, dass er da sucht die Verbindung zwischen der Kamera und dem Handy selbst. Unten findet man dann noch gerätespezifische Einstellungen, die man vorgenommen hat, also auch den Namen der Kamera, und man kann hier auch die Firmware aktualisieren. Noch kurz zur allgemeinen Konfiguration, was man so in der App vornehmen kann. Also hier gibt es einen Cloud-Service. Da kann man den entsprechenden Tarif buchen, den man haben möchte. Hier sieht man alle Freunde, mit denen man den Kameralink geteilt hat. Bei den allgemeinen Einstellungen kann man einiges vornehmen, um das Arbeiten mit der Kamera zu vereinfachen, wie zum Beispiel, ob der Ton abgespielt werden soll bei dem Wiedergabemodus der Videos, und man kann ja auch den Cache löschen. Dies waren denn auch die wichtigsten Einstellungen, die man an dieser Kamera und der App vornehmen kann. Das war es von der kleinen Vorstellung der eSeeker IG300. Ich werde sie jetzt zu einem Freund verbringen, weil ich in dieser Zeit gerade die Kameras nicht in meinem Revier aufhängen kann. Und dort werde ich sie eine Woche belassen und mal schauen, was sie einfängt. Wenn sie was eingefangen hat, dann seht ihr es jetzt. Ja, das war wohl ein Satz mit X. Das war nix. Ja, keine Ahnung, woran es gelegen hat, ob es an der Zeit war, wo dort bei meinem guten Freund nichts los ist, oder die Kamera hatte ein Problem. Aber vorab schon mal ein kleines Feedback zu der IG300 mit 4G. Ich habe euch ja grob die Einstellungen vorgestellt. Man kann da einiges machen, aber es fehlt mir doch das ein oder andere. Ich kann keine Unterteilung der Bildauflösung machen. Genauso kann ich keine Einteilung machen von der Videoauflösung. Also man filmt immer in 2K, und dazu kommt dann noch,
dass die 2K-Aufnahmen gerade mal 15 FPS pro Second haben. Leute von eSeeker, ich weiß, ihr könnt es besser. Ihr müsst es doch so langsam mitbekommen haben, dass mindestens 25 Frames pro Second da sein müssen, um ein flüssiges Bild zu haben. Den kleinen Ausschnitt, den ich bekommen habe, muss ich sagen, beim Abspielen, er läuft nicht so rund. Ich bin gar nicht begeistert von den Aufnahmen. Aber um ein abschließendes Urteil darüber zu fällen, bringe ich sie morgen wieder ins Feld. Diesmal in mein Revier. Wenn ihr dieses Video seht, ist die Kamera schon draußen. Da belasse ich sie nochmal 14 Tage. Was mir nochmal bei dem Aufstellen der Kamera und beim Einstellen der Kamera sehr doll aufgefallen ist, sie ist ein totaler Batteriefresser. Ich hatte meine normalen Akkus da drin bis 2500 mAh, aber diese waren nach kürzester Zeit auf 5% runter. Nur durch eine Unterstützung einer Powerbank, die auch ungefähr 2500 mAh hatte, konnte ich 14 Tage die Kamera draußen lassen. Durch einen Tipp von Vari werde ich sie jetzt mit normalen Batterien rausbringen. Dort sollte sie länger durchhalten und natürlich, wenn dann Ergebnisse da sind, werde ich ein abschließendes Fazit zu den Videoaufnahmen geben. Aber bis jetzt überzeugt mich die IG300 noch nicht. Allein schon davon, dass man weniger Einstellungen machen kann, wie eigentlich bei anderen Kameras. Man kann die Einstellung nur vornehmen, wenn ich es über App laufen lasse. Und die App braucht eine Verbindung im Handynetz. Und das kann es doch nicht sein. Es würde ausreichen, also ich glaube, so ein kleiner Bluetooth oder WLAN-Chip wird es wahrscheinlich hier auch noch machen, dass man die einstellen kann und auch vernünftig einrichten kann, die Kameras. Mehr Unterteilung bei den Fotos und der Videoauflösung. Genauso eine stufenlose Unterteilung der Abstände zwischen den Aufnahmen und die Länge der Aufnahmen. Aber wie gesagt, ich bringe sie jetzt erstmal wieder ins Revier. Bis dahin bleibt schön gesund und natürlich, wenn ihr neu hier seid und ihr möchtet mehr sehen über diese Kamera oder andere Wildkameras, die ich hier vorstelle, dann lasst doch gerne ein Abo da und drückt auch die Glocke daneben, dass ihr nichts mehr verpasst. Bis dahin nochmal bleibt schön gesund und bis bald. Tschüss!